Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video von unserer Mittelrhein-Tour und wir sind jetzt an Tag 3 unterwegs von Oberwesel nach Spey. Frühmorgens gibt es auf dem Campingplatz natürlich erstmal einen frisch gekochten Kaffee. Ja, man muss ja auch irgendwie wach werden und sich stärken. Und schon geht's wieder raus aufs Wasser. Ihr seht, das Wetter ist nicht mehr ganz so toll wie am gestrigen Tag. Aber ja, was soll's? Wir wollen weiter, wir müssen weiter. Und ja, wir sind da zum Glück auch nicht wasserlöslich. Auf Regen sind wir eingestellt. Zur Not packen wir die Regenjacke aus. Und deshalb ab aufs Wasser. Los geht's! Das heutige Highlight auf unserer Tagesetappe ist natürlich die Loreley. Diese Rheinschleife im Mittelrheintal ist natürlich besonders schön anzusehen und ist aber auch für Kanufahrer nicht ganz einfach zu paddeln. Das heißt, auch hier muss man wieder wissen, wo darf man langfahren, wo sollte man langfahren, ja, wo können gefährliche Strudel sein. Ja, deshalb bitte entweder wieder mit erfahrenen Paddlern diese Strecke paddeln oder auf jeden Fall immer auch gut informieren, wenn ihr die Strecke paddeln wollt. Wie im anderen Video schon gesagt, das Flusswanderbuch oder die Kanua-App gibt da viele Hinweise. Hier haben wir die Loreley jetzt schon hinter uns und machen eine Pause am Kilometerschild 555. Da kann man schön ja, mal anlanden direkt nach der Loreley. Das fanden wir sehr angenehm und konnten dort quasi nochmal eine Müsli-Riegelpause machen. Und schwuppsdiwupps geht's weiter, schon wieder hoch motiviert auf dem Wasser unterwegs. Auch nach der Loreley blieb die Strömung ganz angenehm. Wir konnten uns auch mal eine Weile treiben lassen und konnten weiterhin die schöne Aussicht auf die Berge links und rechts genießen. Natürlich mussten wir immer beachten, weiterhin außerhalb der Schifffahrtsrinne rechts zu fahren. Und wie ihr hier seht, haben wir das alles gut im Griff und können auch mal ruminseln und rumalbern zwischendurch. Ja, hier kommt uns dann mal ein Ausflugsboot entgegen und ich versuche mal die hintere Welle zu erwischen, um ein bisschen Spaß zwischen den Wellen zu haben. Es ist längst nicht die größte, die ich an diesem Tag erwische, aber die einzige, die ich auf Kamera habe. Also, das macht schon Spaß, da mal hinten ein bisschen reinzufahren und die Wellen auch mal mitzunehmen. Wir kommen jetzt hier an im Ort Kamp-Bornhofen. Das ist ein Ort, den wir uns für die Mittagspause ausgesucht haben. Hier kann man ganz gut anlanden am Kiesstrand, aber Achtung, es ist in der Außenkurve, das heißt, wenn Binnenschiffer kommen, dann bringen die ganz viel Wasser mit und auch Wellen, deshalb muss man die Boote relativ weit oben an dem Kiesstrand deponieren, wenn man da weggeht zum Pause machen. Wir waren beim Vietnamesen, der ist dort im sogenannten Deutschen Haus, hatten sehr leckeres Essen und nach der Mittagspause sind wir natürlich wieder eingewassert und weiter gepaddelt. Zwei Sachen liefen nicht so gut an diesem Nachmittag. Das erste seht ihr hier, es hat immer wieder geregnet. Also es war ein ständiger Wechsel zwischen Regen und Regenpause. Und das andere war, ich habe wahrscheinlich bei der Mittagspause beim Anlanden am Strand meine Finne vom Boot verloren. Denn ich hatte sie nicht mit einem Seil gesichert. Ja, Pech gehabt. Dann bin ich halt zumindest bis heute Abend ohne Finne unterwegs. Hier habe ich euch mal im Boppard eine längere Aufnahme gemacht, wo man sieht, wie die Fähre dort anlegt. Ich finde, die hat ein ganz schickes Einparkmanöver.
Ja, im Prinzip habe ich es auch so gelernt, dass man mit dem Kanu so einpackt. Das heißt, die Strömung kommt von links, geht nach rechts und man stellt sich dann in die Strömung aufwärts und lässt sich quasi dann etwas nach hinten und nach außen drücken, um am Steg anzulanden. Diese Fähre hier macht das Gleiche, nur im größeren Maßstab. Auf unseren letzten Tageskilometern heute sehen wir noch einige große Binnenschiffe und auch Kreuzfahrtschiffe. Ja, für uns ist die letzte Aufgabe heute, den Rhein zu kreuzen, denn auf der linken Seite wird unser Campingplatz kommen. Man sieht ihn jetzt schon ganz hinten, ein paar ganz kleine Wohnwegen zu sehen, die weißen Punkte. Noch 2 Kilometer also, bis wir am Kilometer 577 ausbooten und ganz schnell unsere Zelte aufbauen. Denn es kam nochmal ein sehr kräftiger Regen und Wind und wir haben uns ins Trockene geflüchtet. Ja, hier seht ihr noch unser Setup des Tages. André und ich haben hier bei der Picknickbank uns aufgebaut und Detlef hat etwas Mindestabstand zu uns haben wollen. Können wir ihm nicht verübeln, auf jeden Fall. Am Abend sind wir dann noch im campingplatzeigenen Restaurant eingekehrt und haben eine Pizza gegessen. Damit war der Tag auch schon wieder vorbei. Und es startet hier der nächste Tag, Tag 4, mit einer kurzen Paddeletappe von Spey bis nach Oberlahnstein. Ihr seht hier, wie wir gerade Frühstück machen. Das heißt, der Kaffee steht auf dem Kocher und wir machen jeden Morgen eine Vorbesprechung. Und schwupps, nach dem Zusammenpacken sind wir auch schon wieder auf dem Wasser. Da wir heute nur 8 Kilometer zu paddeln haben, gehen wir es richtig gemütlich an. Lassen uns auch mal treiben, nehmen die Füße und die Paddel hoch. Und es geht ja trotzdem voran, dank der Strömung. Ja, ein letztes Hindernis ist nochmal zwischen Spey und Braubach. Da gibt es nämlich eine große Kiesbank, die mitten im Rhein liegt. Da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht auf die Kiesbank drauf fährt. Das ist alles wieder im Kanuführer beschrieben und vor Ort auch erkenntlich anhand der Bojen, die dort sind zur Markierung. Wir haben hier einen sehr schönen Blick auf die Marksburg. Die ist bestimmt auch einen Besuch wert. Aber wir sind ja mit den Booten unterwegs und deshalb paddeln wir weiter. Die letzten 1-2 Kilometer sind nochmal relativ zäh, denn es wird sehr kalt und windig, Gegenwind natürlich, sodass wir tatsächlich nochmal ein paar Kräfte mobilisieren müssen. Aber ihr seht, ich lächle noch, das heißt, so schlimm kann es ja nicht sein. Und natürlich, wenn man weiß, es sind nur noch 1-2 Kilometer, dann kann man sich darauf einstellen. Ja, wir haben es wirklich geschafft, bis nach Oberlahnstein. Ihr seht hier, wie wir an der NATO-Rampe aussetzen, alles wieder zusammenpacken, damit wir mit dem Zug nach Hause fahren können. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like oder sogar ein Abo. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinschaut bei Silvi unterwegs. Vielen Dank und tschüss!